Wo ist hier BB2K Airsoft Channel? Ihr seht mich lächeln. Ich lächle ja eigentlich immer, wenn ich ein Paket bekomme, aber das Paket ist jetzt wirklich was wirklich richtig Besonderes. Ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich würde sagen, ich packe es erstmal aus. Ich zeige es mal kurz so. Das Ganze kommt von Airsoft to go, aber eigentlich kommt das Ganze von LCT. Und das ist das Besondere, denn ich habe hier eine Airsoft drin, die ich eigentlich normalerweise schon eigentlich haben müsste. Denn wer meine Videos verfolgt hat, IWA 2023 bei LCT, gibt es da einen Clip. Ich blende ihn mal schnell ein. Da habe ich nämlich im Intro einfach mal die Stainless Steel AKM von LCT gemopst, habe sie natürlich dann wieder zurückgestellt. Das Tolle bei der ganzen Geschichte war, wie soll ich anfangen? Ich habe einfach LCT angefragt, sag mal, wie sieht denn das aus? Was passiert eigentlich mit den Airsoft-Modellen von der IWA? Und habe halt darauf angesprochen, das wäre so richtig cool, ein richtig tolles Erinnerungsstück, wenn ich die Stainless Steel AKM, die ich da damals stibitzt habe, bekommen würde. Das wäre ein Erinnerungsstück, ein Sammlerstück, einfach was richtig Tolles für meine Sammlung. Und die Amy von LCT hat gesagt, jo, kein Problem, können wir machen. Wir schicken dir das Teil als Erinnerung zu. Denn die waren selber ziemlich begeistert von der Aktion, die ich damals da gemacht habe auf den LCT-Stand. Absolut genial. Ich verlinke euch das da oben auch nochmal, könnt ihr euch ja mal angucken. Ja, und jedenfalls brauchte ich ja noch einen Partner, der halt diese Stainless Steel AKM auch noch legalisiert, dass das Ding ein F hat und so. Und da kam der Immo von Airsoft to go ins Spiel und der hat für mich diese Stainless Steel AKM jetzt mit einem F versehen, sodass ich das hier offiziell besitzen kann. Und ich bin mega glücklich, denn jetzt ist es zurückgekommen. Ich packe es aus. Meine Stainless Steel IWA 2023 AKM. Ich bin mega happy und ich hoffe, ihr seid es auch. Das Schöne ist, ich habe von LCT, das zeige ich noch mal rein, ich habe es extra heute angezogen, auch noch ein T-Shirt bekommen. Das habe ich auch gleich mal passend zum Auspacken angezogen. Aber ich merke schon, ich quatsch so viel. Karton ist schon auf. Gucken wir uns mal rein, wie jetzt die AKM aussieht. Der Immo, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Der Immo, Airsoft to go ist ja dafür immer bekannt, dass die mich überraschen und jetzt haben die mich schon wieder überrascht. Also ich habe jetzt nicht nur die Stainless Steel AKM wiedergekriegt, sondern ich zeige es. Ich zeige es mal rein. Guck mal, was ich jetzt hier noch gekriegt habe. Also das ist der LCD-Karton. Aber ich habe noch dreimal Airsoft bekommen und ich habe hier ein Western-Holster bekommen. Das lässt erahnen, was das andere ist. Ich habe es ja schon gesehen, ihr habt es nicht gesehen. Immo, ich flippe hier gleich aus. Sollte eigentlich jetzt anders werden. Jetzt wird es wieder eine Überraschungsauspackungsgeschichte. Ich bin sprachlos. Fangen wir an. Also irre. Fangen wir erstmal hier mit dem. Ja, geil. Guckt euch das an. Ich habe noch von Airsoft to go den Taurus Curve bekommen von Tokyo Marui. Ist eine richtig schöne, kompakte Non-Blowback Airsoft. Nachbau von dem Taurus Curve kam, glaube ich, 2010 auf den Markt. Machen wir aber gleich das Auspacken. Dann wusste ich auch nicht, dass Airsoft to go das Teil hier schon im Sortiment hat. Und zwar auch von Tokyo Marui den Colt Single Action Army Artillerie. Davon habe ich sogar zwei bekommen. Einmal in Schwarz und einmal in Chrom-Finish. Kann ich euch dann auch gleich vorstellen. Bringt mich jetzt ehrlich ein bisschen aus dem Konzept. Denn eigentlich geht es um das gute Stück hier. Hier, die AKM
Stainless Steel. Wir packen mal den Karton weg und dann geht es los. Wie fangen wir denn jetzt hier an? Ja, machen erstmal die Stainless Steel, oder? Ich lege das mal hier zur Seite. Ey, absolut verrückt, absolut verrückt. So, Polster packe ich hier auch nochmal. So, lege ich natürlich alles an. So, jetzt geht's los. Stainless Steel AKM, das Original von der IWA 2023. So. Nochmal einen Karton gebettet. Ja, auch wieder so ein Klassiker von Airsoft to go. Patche. Jede Menge Patche wieder bekommen. Die Klassiker hier. Einmal Maskantje. Muss saufen. Ich würde es dann auch so wie immer machen. Ja, wer einen von diesen Patches haben möchte, schreibt mir bitte eine Mail. Und ja, wer als zuerst kommt, mal zuerst. Ihr könnt auch aufschreiben, was ihr gerne haben möchtet. Und dann schicke ich das an euch raus. So machen wir das. So, jetzt aber. Ich werde hier andauernd immer aufgehalten. Das sind richtig viele Patches. Also schreibt fleißig, wenn ihr welche haben wollt. Dann sende ich euch die zu. So, dann haben wir hier ein Messprotokoll. Ja, 1,27 Joule macht das Ganze. Und hier könnt ihr schon mal gucken. Sieht schon etwas Stainless-Stil-mäßig aus, das Magazin. Schön bling bling, mega genial. Zieht euch auf jeden Fall das Video von der IWA rein. Und jetzt machen wir das mal so. Nehmen wir das mal zur Seite. Tada. Wow, da ist das gute Stück. Das ist so genial. Ich hole das mal raus. Das Ganze ist eine limitierte Auflage. Also LCT hat davon ein paar hergestellt. Und wenn die Auflage weg ist, wird es auch keine mehr geben. Und das Besondere ist halt jetzt hier bei meiner, ich gucke mal, ob das jetzt so wirklich so ist. Tatsache, es ist sie. Es ist sie. Ich hoffe, man kann das sehen. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ansonsten blende ich euch hier noch mal so ein Bild ein. Seht ihr hier? LCT, IWA und dann die Nummer 68. Das ist genau die, die ich in meinen Händen gehalten habe auf der IWA in Nürnberg. Mega. Und jetzt gucken wir mal, wo das F ist. Oh, auch schön dezent gemacht. Hier unten aufgetragen. Mega genial. Guckt euch das Ganze an. Ich blende euch auch noch mal die technischen Daten ein. Das Coole ist, der Immo hat mir gesagt, also er und Pinselkrieg waren so fasziniert von dieser Stainless Steel AKM, dass die jetzt vorhaben, das Teil auch offiziell nach Deutschland zu bringen. Wann das kommt, keine Ahnung. Preis auch keinerlei Ahnung. Aber lasst euch einfach mal überraschen, denn dieses Gewehr ist definitiv teurer als die Standard AKM. Die liegt ja so bei, ja, denke mal so 500, 550 Euro. Das Teil besteht ja wirklich aus Edelstahl. Und der Edelstahl ist ja ungefähr 2- bis 3-mal härter als normales Stahl. Das hat schon die Verarbeitung, also die Herstellung von dieser AKM richtig schwierig gemacht. Und ja, das Finish, schaut euch das an. Das Ganze wurde hier handpoliert in mehreren Schritten mit verschiedenen Sandpapierstärken, um das so hinzukriegen, dass es jetzt so aussieht wie das, was ich hier in meinen Händen halte. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das hier für mich bedeutet. Das ist richtig, ja, das ist ein Unikat von einer Limited Edition. Das Teil hatten ja mehrere in den Händen gehalten auf der IWA. Ich hatte es geklaut und jetzt habe ich es bei mir hier in meiner Sammlung. Also das Teil bekommt hier absolut einen Ehrenplatz. Und Review, wenn ihr möchtet, schreibt es mal in die Kommentare. Mache ich natürlich auch noch ein Review hier zu diesem guten Stück. Ich bin absolut geflasht. Danke Amy von LCT hier. Ich habe auch passend das Richtige an hier.
LCT, ja. Mega genial. Richtig, richtig cooles Zeug. Ja, und ich denke mal, Airsoft2Go wird euch auf den Laufenden halten, wenn das Teil dann auch in den Shop kommt. Die wollen ja so und so noch ganz viele LCT-Geschichten bestellen. Da kommt also auch nochmal die Standard mit dazu und noch so andere Geschichten. Aber das Teil, also wer da drauf abfährt, ihr habt hier wirklich was Einzigartiges in der Sammlung. Das sieht absolut mega aus. Kein Vergleich zu diesen vergoldeten AKs, die es ja so gibt. Das ist hier wirklich richtiges, volles Edelstahl, handpoliert. Da sind die vergoldeten Geschichten ein Witz eigentlich. Das Teil ist wirklich richtig was Besonderes. So, jetzt lasse ich es mal zur Seite. Ich lege es mal zur Seite, obwohl es mir schwerfällt, denn Airsoft2Go hat noch was anderes hier in den Karton gepackt. Fangen wir erstmal mit dem guten Stück hier an. Von Tokyo Marui, den Nachbau von der Taurus Curve, ist eine Selbstverteidigungspistole, eine Everyday Carry Pistole, die wirklich mal was Besonderes war. Kam 2010 auf den Markt, also die Real Steel Kaliber 380 ACP. Kapazität 6 Schuss plus eine im Lauf, war das halt für die Selbstverteidigung gedacht und Tokyo Marui hat das Ganze jetzt nachgebaut. Ich bin gespannt, das Ganze kostet so ungefähr unter 100 Euro, glaube ich, wie ich mich erinnern kann. Ich packe euch auch die ganzen Links in die Videobeschreibung. Machen wir erstmal den Karton auf. Ja. So sieht das Innenleben aus. Jetzt muss ich erstmal selber gucken, wie das aussieht. Ist absolut abgefahren, das Teil. Ich hole das mal raus. Wie gesagt, Gasbetrieb, Non-Blowback, aber also der Schlitten bewegt sich leider nicht. Magazin. Ich halte es mal rein. Ja. Und das Besondere an dem Curve, ich drehe das mal so zur Seite. Könnt ihr gucken. Der Name ist ja wirklich Programm, die Pistole ist wirklich gebogen. Ich drehe es mal in die Richtung. Ja. Könnt ihr das sehen? Das ist extra so gebaut, dass es sich dem Körper anpasst. Wir haben hier noch einen Clip. Ja, der Clip ist dafür da, dass ich das Ganze hier wirklich jetzt hier zum Beispiel jetzt hier in meine Hose stecken kann oder in die hier so rein oder im Hintern hier so reinstecken kann, dass es so einigermaßen angenehm zu tragen ist. Und wir haben jetzt hier ein schönes, kompaktes Kaliber. Hier vorne haben wir eine Andeutung von Laser und Licht. Hat natürlich die deutsche Variante nicht. Ich glaube auch generell, dass von Tokyo Marui die Varianten hier nicht rausgebracht werden mit Licht und Laser. Das ist ja wirklich auch von Hause aus angedeutet. Ja, und auch für meine großen Hände lässt sich das richtig schön anfassen. Und das Ganze ist im Real Steel Segment als Double Action Oni. Das ist die einzige Sicherung, dass ich hier den Abzug richtig durchdrücken muss. Der Hammer wird dann gespannt, losgelassen, Schuss wird dann ausgeführt. Ja, so funktioniert das Teil. Hat viele Kritiken bekommen, dass es nicht so einigermaßen funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Marui auf jeden Fall funktioniert. Wir machen jetzt auch gleich noch ein bisschen Testfeuer. Dazu muss ich nachher noch mal einen Cut machen, denn ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich hier noch so ein Spielzeug bekomme. Mega genial. Apropos, sieht aus wie Spielzeug, ist aber eine Gas. Das heißt, das Teil hat ein F und ja, ist erst verkauffähig ab 18 Jahren. Ganz anders. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Hätte ich nicht gedacht, dass das schon in Deutschland angekommen ist. Richtig genial. Richtig genial. Tokyo Marui, ich nehme mal hier die Folie weg. Von Tokyo Marui, den Colt Single Action Army Artillery. Der ist ab 14, denn das ist Federdruck, aber das ist Federdruck vom Feinsten. Ja, das arbeitet mit Hülsen, 1:1 gebaut, Funktion wie das Original mit allen Markings. Mega genial. Ich weiß nicht, was das kostet. Also ich packe euch die Produktlinks rein. Nachher, wenn ich den Cut mache und den Schusstest mache, dann gebe ich euch noch mehr Infos. Aber ich bin jetzt erstmal hin und weg. Schaut euch mal den Karton an, wie edel das schon aussieht. Richtig, richtig schön. So, jetzt machen wir das mal auf. Und dann gucken wir mal, wie das Innenleben aussieht. So. Oh, schön, schön. Guckt euch das an. Und ich glaube mal, jetzt machen wir mal den nächsten, habe ich
ganz sicher sogar 99%ig hier auch nochmal die, ja, die Chrom-Variante bekommen. Damit ich euch mal die beiden so zeigen kann. Einmal so, aufpassen, dass mir jetzt nicht wieder runterfällt. Also habt ihr hier die Möglichkeit, euch ja, das Passende aussuchen, was euch gefällt. Ich hole mal, weil nehmen wir mal zuerst raus, ich nehme mal den silbernen, ist ein schöner Kontrast hier. Könnt ihr euch dann wahrscheinlich besser anschauen. Also die sind richtig, richtig leicht. Wie gesagt, die arbeiten mit Federdruck. Heißt, wenn ich den Hahn spanne, wird hier Luft komprimiert. Wenn ich abziehe, kommt die Luft raus, pustet die Bibi raus. Der Revolver ist konzipiert für 0,12 Gramm Bio-Bibis, beziehungsweise ihr könnt sie auch mit 0,2 betreiben. Dann ist die Reichweite aber nicht so gut. Das muss ich nachher auf jeden Fall testen. Ich mache hier auf jeden Fall auch einen Review für euch. Auch wenn ihr hier von dem Curve ein Review haben wollt, sagt Bescheid. Ich denke mal, das mache ich auch so und so. Sind zwei interessante Geschichten. Und das Teil halt sehr interessant. Das ist hier, ja, ab 14. Ist mal eine Alternative zur AEP. Einen schönen Single-Action-Revolver. Ist also auch aber für die Erwachsenen gedacht, weil ich feiere das ab. Für CQB oder so, mega genial. Wir haben hier alle Markings. Lass mal gucken. Ja, Colt-Pferdchen ist drauf. Colt Single-Action. Kaliber 45. Mega. Mal den Pfropfen ab. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, den Hahn zu spannen in der ersten Rastposition. Gibt es die Trommel frei oder rollt auch richtig schön. Haben wir hier die Ladeklappe. Hahnspann. Also obwohl das jetzt hier Federdruck ist, lässt sich das wirklich ohne Probleme spannen. Holen wir mal die Patronen raus. Allein schon der Karton. Guckt euch das an. So. Ich denke mal, es wird bei Airsoft to Go auch Ersatzhülsen geben, denn wenn ihr gerade jetzt hier mit den Cowboy-Gürtel, so, das sieht auch so aus, als ist es wirklich im originalgetreuen Kaliber 45 Long Colt gefertigt, die Hülsengröße. Sieht auch sehr, sehr exakt aus. Hol die mal raus. Die Hülsen bestehen aus Kunststoff. Haben wir noch eine kleine Besonderheit, da gehen wir mal gleich drauf ein nachher. Und dann habe ich hier nochmal Bibis, die sehen so leicht transparent aus. Die werden auch die Gramm haben, 0,12 Gramm werden die auch haben. Werde ich gleich mal probieren für euch. Und dann haben wir hier noch einen Hop-Up-Einstellschlüssel. Wir können also auch das Hop-Up hier bei diesem Revolver justieren. Mega genial. So, ja, probieren wir das mal aus. Bringen wir mal in die erste Position. Und dann kann man hier die Hülsen wirklich authentisch reinladen. Machen wir nur 2. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut. Besorg mir Gas, Schutzbrille, Zielscheibe. Dann gucken wir uns noch das Holster an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Brille aufgesetzt, Zielscheibe ist vorne platziert. Fangen wir erstmal mit dem Colt Single Action Army an. Die 0,12 Gramm Bibis mache ich hier nicht auf. Die hebe ich mir jetzt für das Review auf. Weil da werde ich ein paar Probeschüsse mitmachen, allein schon Zielscheibe, Chrono und wie weit ich damit komme, denn so habe ich solches Gewicht nicht, von daher kommt das zur Seite. Jetzt für den ersten Test nutze ich erstmal meine Standard-Bibis. Ja, laden eigentlich ganz einfach, ihr nehmt die Hülse und hier vorne in die Öffnung kommt eine Bibi rein, einfach reindrücken, dann sieht das so aus, ja, hält auch gut. Mache ich jetzt mit den anderen auch. Ich liebe das ja, ich liebe ja so und so den Colt SAA, weil allein da kommen so Kindheitserinnerungen hoch. Ich glaube, meine erste Knallplätzchen-Pistole war auch ein Colt Single Action Army. Wenn das hier damals rausgekommen wäre in meiner Kindheit, ich glaube, ich wäre absolut ausgerastet.
Mega genial. Wird wahrscheinlich über 100 Euro kosten. Aber toll. Ich bin gespannt, wie das mit der Energie ist. Denn das Besondere ist, ich zeige euch nochmal die Hülse rein. Ja, wir haben ja immer bei so einem Revolver so einen kleinen Spalt hier zwischen. Ja. Und hier vorne haben wir auch die Möglichkeit, das Hop-Up zu justieren. Und das Ganze ist so konzipiert, dass hier die Hülse nach vorne drückbar ist. Wenn ich das jetzt mal, wenn man das sehen kann, dass es jetzt scharf ist. Seht ihr, ich kann hier das Ganze hier nach vorne fahren. Wenn ich hier hinten auf den Punkt drücke, fährt hier die Patrone ein Stückchen vor und das dichtet nochmal ordentlich ab, sodass wir hier wirklich keinen Luftverlust haben. Gerade bei dieser geringen Energie ist das wichtig und das ist ein schönes Konzept. Ja, ich würde sagen, bleiben wir mal so nah dran und laden wir mal den Revolver. Dazu bringt ihr den Hahn in die erste Ausgangsstellung, ein Klick. Ja, das gibt hier die Trommel frei, dann macht ihr hier die Klappe auf und dann könnt ihr die Patrone wie in echten hier reinladen. Einmal weiterdrehen und dann lädt ihr hier den nächsten nach. Das ist mega, ich feiere das ab. Also ich denke mal, für so ein Airsoft-Spiel ist das auch eine richtig schöne Sache. So, den haben wir vollgeladen. Dann nehmen wir den nächsten. Und dann wollen wir das Ganze gleich mal ausprobieren. Ich nehme gleich mal beide so ein bisschen westernmäßig und dann haue ich das mal auf die Scheibe. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also man merkt schon, das Ding hat wenig Power. Die Scheibe ist jetzt vielleicht 2 Meter, 3 Meter entfernt und kommt mit kaum Wucht an. Oh ja. Ich habe ja diese BDS-Scheiben und die sind ja aus Pappe und da hat die Bibi schon ein bisschen Mühe durchzukommen. Sie kommt durch, aber man merkt, das Ding hat hier wenig Power. So, und jetzt gucken wir uns mal das Holz da an. Ob der Revolver hier reinpasst. Und ein schönes Western Lederholster, macht ein schön weiches Leder, schön guten Eindruck. Mal sehen. Passt ohne Probleme rein, kann hier natürlich auch nochmal nachjustiert werden durch diese Schlaufe. Spannend ist es jetzt mit den Patronen. Das ist ein bisschen... Na, ne, die sind zu klein. Die sind zu klein, die müsste man ein bisschen weiten. Ich habe jetzt auch Angst, wenn ich das jetzt hier reinstecke, dass durch dieses Feature hier mit den Hülsen, dass es hier hängen bleibt und ich reiße hier dieses ganze System kaputt. Also hier müsst ihr auf jeden Fall vielleicht mal mit einem runden Metallstück versuchen, dieses Leder zu weiten. Das lasse ich mal weg, aber jetzt lege ich mir das mal um, ja. Mal gucken, wie das aussieht und ob das überhaupt passt. So. Mal zur Seite. Ja. Kindheitserinnerungen werden da wieder wach. Bin ja so gerne mal als Cowboy gegangen, zum Fasching. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Wart ihr lieber Cowboy, wart ihr lieber Indianer? Schreibt mal unten in die Kommentare. Ist ja heute wieder so eine Sache. So ein Politikum darf man ja gar nicht mehr sagen, darf man ja gar nicht mehr so zum Fasching. Aber ich finde, es sieht cool aus, oder? Komm, Baby. Zieh! Muss noch ein bisschen üben, zumal der Revolver so leicht ist. Aber es geht. Ja. Ja. Okay. Sehr, sehr genial. Aber ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Silber oder Schwarz. Hat beides so
seine Vorlieben. Ich denke, bei den silbernen kommen die Markings richtig vor. Bei dem schwarzen, ich denke, wenn man sich da noch so eine Holzgriffschalen dran macht, wenn man das hinkriegt. Ja, mega. Richtig coole Geschichte. Also der bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Ich liebe diese Teile. Ich denke mal, ihr auch. Schreibt mal unten in die Kommentare. Richtig, richtig cool. Wollt ihr nur auspacken? Jetzt geht das hier schon wieder in Überlänge weiter. Denn wir sind noch nicht fertig. Jetzt machen wir noch mal einen Probeschuss mit der Taurus Curve von Tokyo Marui. So sieht das Ganze aus. Schön kompakt, ja. Verschwindet in der Hand. Kann man sich sogar, dank hier diesen Clips, vielleicht sogar an die Weste ranmachen. Schön ran. Oder wo auch immer, habt ihr immer noch zur Not beim Airsoft-Spiel die Backup für die Backup. Ja? Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Machen wir mal ein bisschen Gas rein. Wenn ich technische Daten habe, blende ich euch die auch hier ein. So, dann gucken wir mal. Bin auch gespannt, wie viel Power hier die Curve hat. So, mal sehen. Mal gucken. Oh ja. Also im Vergleich zum Colt Single Action Army macht die ordentlich Löcher, so wie man es erwartet. Der Abzug ist ziemlich leichtgängig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Richtig cool. So, und das soll es jetzt gewesen sein mit meinem Auspackvideo. Es sollte eigentlich nur die Vorstellung eines absoluten genialen neuen Sammelobjekts sein. Der LCT Stainless Steel AKM. Das Ding hat richtig Gewicht. Über 3,4 Kilo wiegt das Ganze. Und ja, Fingerabdrücke hinterlässt das Teil ohne Ende. Man ist nur am Putzen. Aber schaut euch das mal an. Zum letzten Mal, bevor ich das hier in meine Sammlung packe. Wenn ihr ein Review von haben wollt, sagt Bescheid. Dann mache ich eins für euch. Wie gesagt, ist ja eigentlich alles Standard. Abgesehen von dem verwendeten Material. Hier allein auf das Holz. Schaut euch mal die Maserung von dem Holz an und wie das Ganze hier verarbeitet ist. Vielleicht, wenn ich ein Review mache, dann zeige ich euch auch mal den Prozess, wie so eine AKM hier hergestellt wird bei LCT. Die haben ja selber auch Videos rausgehauen. Verlinke ich euch mal. Mega, mega geniale Geschichte. Ja. Und dann noch der Colt Single Action Army, aber den kann ich jetzt hier noch so festhalten. Und auch noch den Taurus Curve. Wer hätte das gedacht? Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal an die Firma Airsoft2Go. Ihr habt mir nicht nur Gefallen getan, das Ganze hier offiziell für mich hier zuzulassen, sondern ihr habt mir noch, und das ist, dafür liebe ich euch, mir noch Zusatzspielzeug rausgegeben. Ein weiterer Dank geht natürlich raus an Amy von LCT. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. So, und jetzt höre ich erstmal auf. Jetzt muss ich das erstmal alles sacken lassen. Ich muss das Ding hier erstmal wieder lieb haben und danach auch fleißig wieder putzen. Denn das Teil ist wirklich sehr, sehr fingerabdruckabhängig. So, das war's von mir. Bruce BB2K Airsoft Channel. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Und denkt daran, wer hier Patches haben will, schreibt mir per Mail. Ja? Und wer zuerst kommt, mal zuerst und kann sich hier die Sachen aussuchen. So, das war's von mir. Macht's gut, euer Bruce. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.